Die beste Strategie für Anfänger, die hohe Gewinne mit geringen Verlustchancen bringt, lernen Sie die Oszillator-Strategie kennen. Hallo Leute, das heutige Video ist eine detaillierte Beprüfung des Indikators Awesome Oscillator. Der Indikator gibt Signale, so ist es ziemlich einfach mit ihm zu handeln. Wir werden versuchen, mit seinen Signalen unsere Einlage mindestens zu verdoppeln. Wir müssen nur einige einfache Regeln befolgen, die ich in diesem Video klären werde. Lassen Sie uns sofort beginnen. Unsere Starteinlage beträgt $956 für 1000. Ich hoffe, dass ich bis zum Ende dieses Videos einen Tausender mehr verdienen werde. Lassen Sie uns den Indikator hinzufügen. Es ist ziemlich einfach. Auf Pocket Option öffnen wir in der oberen linken Ecke das Indikatormenü und klicken auf Awesome Oscillator. Dies ist wahrscheinlich der einzige Indikator, der keine zusätzlichen Einstellungen erfordert. Periode kurz, Periode lang bleiben gleich, der Stil bleibt auch gleich. Der Indikator sieht aus wie dieses Histogramm, das durch die Nulllinie in zwei Teile geteilt ist. Im rechten Teil der Grafik befindet sich eine Skala. Die einzige Markierung hier ist 0, also nennen wir sie Linie 0. Wenn der Oszillator oberhalb der Linie liegt, können wir einen steigenden Markttrend oder eine steigende Bewegung erkennen. Zeichnen wir vertikale Linien wie diese. Wir sehen, dass in diesem Teil der Grafik, der hier beginnt, etwa hier und hier endet, ein starker Käufer auf dem Markt war. Dasselbe gilt, wenn der Oszillator unter 0 liegt. Der Markt befindet sich in einem Abwärtstrend. Dieses Instrument kann also für zusätzliche Analysen verwendet werden. Heute werden wir nach Umkehrpunkten in der Grafik suchen, für die unser Indikator aufgrund eines mathematischen Modells namens Divergenz oder Konvergenz sehr gut geeignet ist. Lassen Sie es mich einfach erklären. Auf dieser Grafik gibt es zwei gute Beispiele für den Kauf und für den Verkauf. Beginnen wir mit dem Kaufbeispiel. Die Grafik befindet sich in einer Abwärtsbewegung, aber auf dem Indikator sehen wir dieses wellenförmige Muster. Hier sehen wir die erste Welle, die zweite Welle und sogar eine kleine dritte Welle. Das ist genau das, was wir brauchen. Wie wir sehen, ist die Grafik unter 0. Das ist die Situation, in der wir ein Kaufsignal erhalten. Eine notwendige Bedingung für das Signal ist, dass sich der Indikator der Nulllinie nähert. Die Scheitelpunkte werden kleiner und kleiner im Vergleich zu den vorherigen Scheitelpunkten. Die Grafik ist im Sinken begriffen, daher ist der Moment, in dem wir eine Linie durch diese beiden Scheitelpunkte ziehen können, unser Signal. Hier ist der erste Scheitelpunkt und der zweite. Wir ziehen eine Linie durch sie und sehen, dass die Linie nach oben zeigt. Sobald sich also der zweite Scheitelpunkt bildet, erhalten wir ein Kaufsignal. Hier eröffnen wir ein Geschäft, das nach oben gerichtet ist und sehen, dass der Markt danach ansteigt. Dasselbe gilt für dieses Signal. Wir haben zwei Scheitelpunkte und ziehen eine Linie durch sie. Und da die Linie so aussieht und die Grafik so aussieht, ist es ein offensichtliches Signal für eine Umkehrung. Schauen wir uns das mal an. Hier bekommen wir das Signal, eröffnen ein Geschäft für einen Anstieg und machen wieder Gewinn. Ich hoffe, es ist alles klar. Lassen Sie mich das gleiche Signal erklären, aber für Senkung. Es ist genauso einfach. In dieser Situation suchen wir nach den zwei Wellen auf dem Oszillator. Hier ist die erste Welle und die zweite Welle. Die kleine ist als die erste. Der Oszillator beginnt zu sinken und nähert sich der Nulllinie, aber die Grafik steigt an. Hier sind die Scheitelpunkte, die Grafik steigt ein. Das heißt, sobald sich der zweite Scheitelpunkt auf dem Oszillator gebildet hat, klicken wir auf nach unten und der Markt beginnt zu sinken. Das war's mit der Theorie. Kommen wir zur Praxis und beantworten wir alle Ihre Fragen. Los geht's!
Also der doppelte Scheitelpunkt bildet sich, der Oszillator geht weiter in Richtung 0. Hier ist die Nulllinie. Hier, wir ziehen eine Linie durch die beiden Scheitelpunkte. Der zweite Scheitelpunkt ist hier. Eine grüne Linie, die sich nach einer Reihe von roten Linien gebildet hat. Das ist genau unser Signal für einen Anstieg. Wir eröffnen sofort nach der neuen grünen Säule ein Geschäft für steigende Kurse. Das Geschäft gilt für 1 Minute, da wir die Grafik auf einem einminütigen Zeitrahmen analysieren. Wenn Sie mit 5 M5-Kerzen handeln, sollten Ihre Deals auch mindestens 1 Minute lang sein. Aber wie wir sehen, gibt es noch kein Signal auf dem M5-Grafik, es war nur auf dem M1. Wir haben also ein Geschäft eröffnet und es wurde mit Gewinn geschlossen. Super. Lassen Sie uns versuchen, ein weiteres Geschäft gegen diesen starken Trend zu eröffnen. Natürlich ist der Handel gegen den Trend mit höheren Risiken verbunden, aber ich sehe, dass es hier ein gutes Signal geben könnte. Wir ignorieren jetzt diesen Scheitelpunkt und achten auf den ersten und den zweiten. Wir sehen, dass sich der Oszillator gegen 0 bewegt, aber die Grafik fällt weiter, was zu einer Divergenz führt. Die Grafik wird immer hinter dem Oszillator herlaufen, also öffnen wir ein Geschäft mit steigender Tendenz und hoffen, dass sich unser Signal als richtig erweist und wir einen weiteren Gewinn erzielen. Ein sehr schöner Start des Deals, die große steigende Kerze erscheint und wir bekommen unseren Gewinn. Der zweite Scheitelpunkt hat sich bereits vollständig gebildet, also suchen wir nach dem nächsten Deal. Ich hoffe, alles ist klar. Eröffnen wir hier ein Geschäft zum Absenken. Diese Situation ist genauso einfach. Tun Sie einfach, was ich Ihnen beigebracht habe. Wir zählen eine Linie durch 2 Scheitelpunkte auf dem Indikator. Hier ist der erste, hier ist der zweite. Der Indikator bewegt sich auf 0 zu, also wird auch die Grafik anfangen zu sinken. Das hat sie bereits getan. In dieser Situation brauchen wir nur noch auf das Ergebnis zu warten. In der Regel würden wir vor 1 oder 2 Kerzen anstiegen wollen, aber ich hoffe, dass sich diese Abwärts fortsetzt, da der Grafik bereits diese beiden Scheitelpunkte gebildet hat. Wenn unser Geschäft dieses Mal verliert, werden wir es mit weiteren $400 kompensieren. Eröffnen wir ein weiteres Geschäft für 1 Minute und warten das Ergebnis ab. Der Markt ist endlich wieder gesunken und ich bin froh, dass unser zweites Geschäft mit Gewinn abgeschlossen wurde. Super, weiter geht's. Ich denke, wir können hier ein weiteres Geschäft zur Senkung eröffnen. Wir erhöhen langsam den Betrag des Ziels. Jetzt sind es $300. Eine klassische Situation, die wir bereits kennen. Unser Oszillator sinkt. Hier sind die beiden Scheitelpunkte, also öffnen wir ein Geschäft zum Absenken. Ich rechne mit mehreren Anstiegen, da das Geschäft gegen den Trend eröffnet wird, also könnte es nicht erfolgreich schließen. Wir berücksichtigen Risiko und Geldmanagement und warten auf das Ergebnis. Wie ich schon sagte, könnte der Deal nicht genug Zeit haben oder der Markt könnte etwas später eine Umkehrung einleiten, also öffnen wir einen weiteren $600 Deal, der sicher mit Gewinn abschließen muss. Wie Sie verstehen, gibt es gewisse Risiken für jedes Geschäft gegen den Trend. Diese Risiken sind ziemlich hoch, also müssen wir sie beachten und versuchen, keine weiteren Geschäfte gegen sehr starke Trends zu tätigen. Lassen Sie uns unser letztes Geschäft für heute finden. Los geht's! Also Freunde, bei diesem Währungspaar bildet sich unser Signal. Der Oszillator nähert sich dem Wert 0. Die Scheitelpunkte sind rückläufig, aber die Grafik ist rückläufig. Obwohl ich letztes Mal versprochen habe,
Nie gegen den starken Trend zu handeln, ist dieser Trend bereits am Abklingen. Man kann es vom Winkel her sehen, er wird immer weniger scharf. Die Chancen für eine Umkehr und einen Trendwechsel sind also jetzt sehr hoch. Und damit sich der Trend ändert, muss der Markt diese Trendlinie durchbrechen. Wie auch immer, das Geschäft steht kurz vor dem Abschluss. Ich bin sicher, dass wir Gewinn machen werden. Wir verdienen dieses Mal $768, $2088 auf unserem Kontostand jetzt. Wir haben unser heutiges Ziel erreicht. Ich denke, ich habe es geschafft, die Signale dieses Indikators sehr gut zu demonstrieren. Wenden Sie Ihr Wissen in der Praxis an und vergessen Sie nicht, dass Sie zusammen mit mir absolut kostenlos Geld verdienen können. Klicken Sie einfach auf den Link in meinem kostenlosen Telegram-Kanal in den angehefteten Kommentar und folgen Sie meinen Handelsempfehlungen. Ich wünsche allen viel Glück. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Auf Wiedersehen. Ich wünsche alle erfolgreiches Handeln.